Hallo, ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie Sie mit Easy Feedback Ihren Fragebogen innerhalb der Umfrage aufbauen. Dafür haben wir jetzt exemplarisch schon mal eine Umfrage angelegt. Wir können hier in der Übersicht draufklicken und gelangen dann direkt in den Fragebogen-Editor. Einmal kurz zur Erklärung, wo wir uns hier befinden und was wir hier sehen. Wir haben hier einmal auf der linken Seite die Miniaturleiste. Da gehe ich gleich noch mal ein bisschen weiter drauf ein. Die können wir auch verstecken oder wieder öffnen. Wir haben in der Mitte den Inhaltsbereich des Fragebogens. Der ist gegliedert einmal in die Begrüßungsseite und danach folgt die erste Frageseite und jetzt hier exemplarisch auch die Abschlussseite schon. Wir können über den Plus-Button auch neue Seiten anlegen und so die Struktur der Umfrage aufbauen. Das heißt, wir haben jetzt hier die zweite Frageseite. Wir haben hier oben rechts einmal die Sprachversionen. Das heißt, wenn Sie Ihre Umfrage in mehreren Sprachen angelegt haben, können Sie hier zwischen den Sprachversionen switchen und sich die dementsprechend anzeigen lassen. Und hier haben Sie die Möglichkeit, den Fragebogen auch auszudrucken. Hier sehen wir noch ein kleines zusätzliches Icon, das ist Split Screen. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, den Screen der Umfrage in einem 50-50 und auch in diesem Verhältnis darzustellen. Bietet sich an, wenn Sie die Umfrage emotional ein bisschen aufladen möchten. Dann können Sie hier auf der linken Seite oder halt rechten Seite, je nachdem wie Sie möchten, ein Bild reinladen. Das wird 50% auf der Bildschirmbreite positioniert. Auf Mobile geht es dann über den Content rüber, um das Ganze ein bisschen zu bebildern oder wenn Sie was hinterfragen möchten. Bei dieser Variante stretcht sich das Bild komplett in diesen Bereich rein. Dadurch könnten auch Teile abgeschnitten werden. Deswegen gibt es zusätzlich diese Option, wo das Bild in 100% dargestellt wird und alles vom Bildausschnitt zu sehen ist. Genau, und das können Sie auch pro Umfrageseite explizit einzeln einstellen. Genau, um jetzt Inhalte im Fragebogen hinzuzufügen, klicken wir auf Plus und können dann auf der Begrüßungsseite nicht Fragen einfügen. Text, Bild, Video, Audio. Am Ende haben wir die Möglichkeit, noch einen Button zu platzieren oder mehrere Share-Icons oder halt dementsprechend eine neue Seite. Warum können wir hier keine Fragen oder andere Elemente platzieren? Weil wir uns, wie gesagt, auf der Begrüßungsseite befinden. Das ist eine informelle Seite. Da geht es noch nicht um die Fragen. Wenn Sie die Begrüßungsseite ausblenden möchten, können Sie das in den Einstellungen der Umfrage vornehmen. Und wenn wir jetzt hier auf der ersten Frageseite eine Frage einfügen wollen, steht uns die Option jetzt auch zur Verfügung. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, den Fragetyp auszuwählen. Wir bieten Ihnen eine klassische Ja-Nein-Frage an. Wir haben dann Multiple-Choice-Fragen mit Single- oder Multiple-Choice. Wir haben offene Fragen mit Textfeldern. Sie können das Ganze bebildern mit der Bilderfrage, ist identisch zu der geschlossenen Frage, aber halt wie gesagt mit Bildern. Wir haben die Beurteilungsfrage Matrix, wo wir auf verschiedenen Abstufungen die Beurteilung durchführen können. Das Ganze auch auf 2 Tabellen nebeneinander. Sie können eine Skala bzw. NPS-Frage platzieren. Wir haben die Möglichkeit, eine Rating-Frage zu platzieren. Der Schieberegler, wo wir den linken und rechten Bereich numerisch betiteln. Dann haben wir eine Ranking-Frage, wo der Teilnehmer seine Items in die linke Box schiebt und dann eine für sich persönliche Reihenfolge erstellt. Semantische Differentialfrage. Die variable Frage ist ein Zusammenschluss aus mehreren Einzelfragetypen, um wie in diesem Fall personenbezogene Daten abzufragen. Wir haben eine Gewinnspiel-Newsletter-Frage, um ein Incentive in die Umfrage reinzulegen oder halt eine Newsletter-Anmeldung mit anzubieten. Und zum Schluss den Media-Upload, das heißt, da kann der Teilnehmer in der Umfrage eine Datei hochladen. Wir gehen jetzt mal exemplarisch in die geschlossene Frage rein. So, dieser Bereich ist der Edit-Bereich der Frage und bitte wähle aus, einfach mal als Beispiel jetzt hier. Wir können hier mit Enter mehrzeilig schreiben. Wir haben hier einen persönlichen Hinweistext. Nenne ich das mal persönlichen Hinweistext. Genau, den Sie setzen können. So, und dann haben wir hier die Antwortoption 1:1. Fügen wir das mal rüber, 2 und 3. So, Sie können jetzt über Plus weiter hinzufügen, können das hier drüben auch wieder löschen. Sie können die Reihenfolge verschieben, wenn Sie möchten. Genau, oder aber auch den Importer benutzen. Das heißt, pro Zeile, die Sie hier reinschreiben und dann hinzufügen,
bildet sich eine neue Antwortoption an der Stelle. Hier auf der linken Seite haben wir dann die einzelnen Einstellungen. Die sind teilweise identisch zu allen Fragetypen, weil sich bestimmte Themen immer wiederholen, aber auch jede Frage hat seine eigenen Einstellungen. Das heißt, im oberen Bereich haben wir die individuellen Einstellungen, dann haben wir die Standardeinstellung und hier unten haben wir noch Zusatzeinstellungen, die eventuell möglich sind, basierend auf dem Fragetyp. Genau, grundsätzlich können wir uns das einmal schnell anschauen. Wir können das Ganze natürlich als Dropdown anzeigen lassen. Dann haben wir gerade gesehen, die Checkboxen wechseln zu Radios. Das heißt, es ist hier nur eine Antwort möglich. Jetzt ist es hier auch schon ausgewählt. Nehme ich das wieder raus, sehe ich wieder Checkboxen, also Mehrfachantwort. Wir haben dann die Möglichkeit, zusätzliche Texteingabefelder zur Antwortoption zu setzen. Einmal die Ansicht aktualisieren. Dann sehen wir diese Felder hier. Wir können auch am Ende ein sonstiges Feld aktivieren. Wir können Antwortbedingungen hinzufügen. Antwortbedingung heißt noch nicht, dass es eine Pflichtfrage ist. Es bedeutet aber, wenn eine Person anfängt, diese Frage zu beantworten, dann zu den Bedingungen, die ich eingestellt habe. Muss mindestens darf, höchstens muss genau, ist bei mehreren Fragetypen möglich. Die letzte Antwortoption verhält sich wie keine Angabe, kann hier noch eingestellt werden oder auch dementsprechend die Fixierung der letzten Antwortoption wird man sehr gerne nutzen in Bezug auf mit der Randomisierung in Kombination. Genau, und hier unter haben wir dann dementsprechend die Standard-Settings. Einmal ist das Ganze eine Pflichtfrage, ja, nein. Wir können einen Tooltip hier auf der rechten Seite, ein i-Icon platzieren, wenn wir noch was mitgeben möchten an Informationen. Wir können die Antwortoption randomisiert anzeigen lassen. Wir haben die Möglichkeit, ein zusätzliches Textfeld, bitte begründe deine Meinung, zu platzieren, so dass der Teilnehmer zu der Frage auch noch persönliche Angaben machen kann in Form von Text. Und wenn es dann eine Pflichtfrage ist, bietet es sich auch an, oder bietet es sich an, wenn man es haben möchte, diesen keine Angabe-Button zu platzieren. Den können wir auch hier überschreiben einfach. Und zwar geht es halt darum, es ist eine Pflichtfrage, aber der Teilnehmer kann oder möchte diese Frage nicht beantworten. Und damit er im Fragebogen weiterkommt, bieten wir mit diesem keine Angabe-Button die Option dafür an. So, weitere mögliche Optionen sind zum Beispiel Textfelder validieren. Wir sehen jetzt hier Textfelder. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, den Input da drinnen zu validieren, dass wir am Ende saubere Daten haben. Zum Beispiel kann ich das auf die Zeichenlänge begrenzen. Ich kann sagen, es ist eine ganze Zahl oder eine Dezimalzahl. Ich kann nach einem Datum validieren. Ich kann vorgeben, dass es eine E-Mail-Formatierung haben muss oder dementsprechend auch eine Website-URL sein muss. Und ich habe die Möglichkeit, nach einer Postleitzahl zu fragen. Genau, dann haben wir noch als weiteres die internen Werte. Die internen Werte sind bei uns eine Antwortkodierung, nenne ich sie jetzt mal. Generell ist es so, dass in Excel, CSV und SPSS der Text der Antwortoption bei dieser Frage in Excel übergeben wird oder in die Exportformate. Damit können Sie aber schlecht rechnen und deswegen haben Sie die Möglichkeit, diesen Wert für den Export zu überschreiben. Und ich könnte jetzt hier 1 reinschreiben, 2 reinschreiben, 3 oder 0 für keine Angabe und dann werden diese Zahlen in Excel übergeben oder in den anderen Formaten, so dass man damit einfacher arbeiten und rechnen kann. Das können Sie auch jederzeit aktivieren, auch wenn die Umfrage schon abgeschlossen ist oder noch am Laufen ist. Das hat da gar keinen Einfluss drauf. Genau, und hier unten haben wir dann nochmal die Möglichkeit, dass Sie ein Bild in diese Frage reinladen können, entweder direkt über dem Fragetitel oder direkt unter dem Fragetitel, falls Sie auf irgendwas Bezug nehmen möchten. Genau, wir speichern das Ganze jetzt einmal, dann sehen wir auch im Fragebogen, wie sich die Frage hier angelegt hat. Genau, wir sehen es hier auf der ersten Frageseite. Ich habe jetzt die Möglichkeit, das zu verschieben, das heißt, auf eine neue Position verschieben. Ich habe die Möglichkeit, das zu bearbeiten, zu kopieren, ganz klassisch. Können wir einmal draufdrücken. So, jetzt haben wir zweimal, wo ist sie da? Zweimal die gleiche Frage. Wir können diese Frage auch in eine andere Umfrage kopieren, ist auch möglich. Wir können einen Filter drauflegen, wir können eine Logik dahinter legen oder das Ganze dementsprechend auch löschen. Auf der linken Seite sehen wir jetzt schon, dass sich beide Fragen hier positioniert haben. Und diese Miniatur-Seitenleiste, die ist eigentlich dahingehend sehr cool, weil ich habe die Möglichkeit, von hier aus den gesamten Fragebogen aufzubauen und zu strukturieren. Denn alle Optionen, die wir jetzt hier gesehen haben,
haben wir auch auf der linken Seite. Das heißt, ich habe den kleinen Plus-Button hier, um Text, Bild, Video, Audio hinzuzufügen. Ich habe hier die Möglichkeit, aber auch eine Frage oder eine neue Seite hinzuzufügen. Wir können Elemente, die vorhanden sind, bearbeiten, kopieren, auch in eine andere Umfrage kopieren oder von hier aus löschen. Dementsprechend haben wir auch bei den Fragen noch die Zusatzmöglichkeiten der Filter und Logiken. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel meinen Filter schnell anlege, Seite 1 macht keinen Sinn, Seite 2 macht Sinn, so, dann wird mir auch hier ein kleines Symbol dazu angezeigt. Das heißt, ich kann mit dem Auge sehr schnell erfassen, ob ich Funktionen oder Zusatzfeatures hier bei der Frage aktiviert habe oder nicht aktiviert habe. Ich habe die Möglichkeit, von hier aus die Randomisierung zu steuern, aber auch die Seitenrandomisierung, und wir können alles auch verschieben und können so halt die Elemente neu positionieren. Und das ist eine sehr, sehr einfache und schnelle Möglichkeit, um den Fragebogen aufzubauen und zu strukturieren. Wenn Sie dann mit dem Fragebogen fertig sind und sich einmal das Ergebnis anzeigen lassen möchten, dann haben wir hier oben rechts die Vorschau. Klicken Sie da einfach drauf und wir sehen dann hier auf dem Screen die Vorschau zu dem, was wir angelegt haben. Genau, hier ist die Frage, so wie wir sie eben aufgebaut haben, ist eine Pflichtfrage, hatten wir angewählt. Bitte wähle aus. Ich wähle das jetzt aus, kann jetzt da eingeben, was ich denn möchte, und hier auf Weiter klicken. Und dann dementsprechend die zweite. Hier muss ich auch eine Antwort geben. Oder zwei. Ne, genau, den Text muss ich noch eingeben, genau. So. Und bin dann auf der Abschlussseite. Das Ganze wird mir angezeigt, einmal in der Desktop-Version oder aber auch in der Mobile-Version. Ich kann halt hier auch direkt auf bestimmte Seiten springen, kann die Vorschau natürlich auch neu laden, um das halt hier alles zu testen. Hier oben rechts sehen wir noch die Möglichkeit, das Ganze in einem neuen Tab zu öffnen. Das heißt, ich möchte vielleicht in dem neuen Tab einmal die Vorschau immer sehen und in dem anderen Tab möchte ich halt am Fragebogen arbeiten. Das ist auch möglich. Wir können das Ganze auch per Link verschicken. Das heißt, hier drauf öffnet sich Ihr E-Mail-Programm mit dem Vorschau-Link. Den können Sie einfach an Kollegen oder weitere beteiligte Personen senden, damit die auch selber da drauf schauen können. Genau, das war's zum Fragebogen, wie Sie Ihre Umfrage aufbauen, neue Inhalte hinzufügen und das Ganze auch strukturieren.